Liebe Community, viele Leute fragen sich, was mache ich bloß mit meinem Geld? FWC steht ja vor der Tür. Wie kann ich es am besten ausgeben? Am klügsten ausgeben? Wie? Wie spare ich beim Ausgeben? Ja, Spaß beiseite. Viele von euch fragen natürlich, FWC 2025, Serverstarttag, ich möchte Summe XY ausgeben, was sollte ich am besten dafür kaufen? Und da machen wir jetzt so eine kleine Series und gehen Schritt für Schritt, Video für Video, bestimmte Budgets einfach durch. Stand jetzt sind wir aber noch gut 2 Wochen entfernt von wirklichen FWC-Release. Also merkt euch auf jeden Fall, dass zum Start vom FWC-Server bestimmte Aktionen in den Cash-Shop reinkommen können, die eventuell die Rechnung hier aushebeln oder bessere Angebote denn zur Verfügung sind, weswegen dann ja die vorgeschlagenen Items dann eher medioker gut sind. Ich versuche dennoch irgendwo, dass man das Bestmögliche für seine F-Coins rausholen kann, dass man am meisten Value mit hat und versuche euch natürlich nochmal zu erklären, warum welche Items jetzt hier in dem Budgetplan mit drin sind. Und genau deswegen sollte man auch so ein bisschen zuhören, denn falls bessere Angebote in den Cash-Shop reinkommen, die man dann sieht, dass man weiß, okay, er hat XY-Item mit reingenommen aus diesem Grund, aber hier ist es rabattiert, hier ist es in einem anderen Package mit drin und man bekommt noch mehr für weniger Geld im besten Fall oder zum ähnlichen Preis, bloß mit mehr Value drin. Daher auf jeden Fall ein bisschen mitdenken, ein bisschen mitgucken, nicht nur blind irgendwie nachkaufen, sondern verstehen, warum ich bestimmte Items ausgewählt habe und dann am besten selber entscheiden, ist es was für mich oder habe ich doch irgendwie andere Pläne, andere Ansichten und man macht es dann halt einfach anders. Es soll einfach nur ein Anreiz sein, es soll nicht in Stein gemeißelt sein, dass man das hier machen muss. Auch wenn ich hingeschrieben habe, best to buy, das Beste, was man kaufen kann, ist natürlich jetzt so eine allgemeine Formulierung gewesen. Und es sind einfach nur Vorschläge, die man so umsetzen könnte, wenn man jetzt eher weniger Anhaltspunkte hat oder weniger Wissen hat. Und so würde ich sagen, gehen wir rein ins erste und wichtigste Item. Und das ist natürlich die FWC Adventure Fortune Flask. Für die, die sie nicht kennen, ich zeige sie euch mal im Wiki, da zum Zeitpunkt der Aufnahme FWC noch nicht läuft, gehe ich stark davon aus, dass dieses Item wieder reinkommen wird. Das war die letzten 2 FWCs der Fall. Wir können uns kurz die Beschreibung anschauen. Das ist das Powerful Buff is only available on the Flive World Championship Server. Hoffentlich kommt es wieder. You cannot use it at the same time as other Adventure Fortune or Champions Bounty Buff. Und ja, was gibt dieses Item? Dieses Item gibt uns 100% zusätzliche EXP-Rate, 100% zusätzliche Drop-Rate, 15% PvE-Schaden und 10% Defense. Das ist super, super, super stark. Kann nirgendwo gedroppt werden, kann man nur im Cash-Shop dann kaufen. Hat die letzten Jahre ca. 3800 F-Coins gekostet. Es kann natürlich sein, dass es irgendwie teurer ist und sowas. Das sind halt Sachen, die kann man jetzt aktuell nicht einsehen. Daher hier ist auch so ein Ungefährzeichen, dass es ca. die 3800 F-Coins kostet. Es kann auch sein, dass es in einem Bundle drin war. Wir hatten nämlich letztes Jahr ein Bundle, das kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Und zwar das Gift of Strange für 30 Tage. Und da gab es einmal die Adventure Fortune Flask 30 Tage, 10 Amplis, 10 EL, 10 Weiterdrink X oder Refresher Holz, 10 Upcut und 10 Deathstones. Das Ganze war ungefähr 300 F-Coins teurer, also anstatt die 3800 hat man 4100 F-Coins gezahlt und man hatte aber die ganzen Sachen hier zusätzlich mit drin. Das ist value-technisch auf jeden Fall super, super, super gut gewesen für die Verhältnisse der Preise. Und daher muss man halt hier ein bisschen gucken. Und ich habe hier nochmal zusätzlich geschrieben, if no great FWC special package with higher value is available, then optional buy this additionally. Damit man dann halt am Ende auf die 5625 F-Coins kommt, also ungefähr. Da ist der Top-Up-Bonus mit inkludiert natürlich. Und daher muss man halt gucken, dass man bei Adventure Fortune Flask ungefähr 3800 oder als Package kommen nochmal 300 F-Coins dazu. Da müsste man sehen, ob man vielleicht den Starterpass dann weglässt oder einen Umhang, einen Stat-Umhang. Ja, wie man das dann vielleicht hin und her schiebt, wenn man sagt, okay, nee, man möchte schon für die 300 mehr F-Coin wesentlich mehr Value mitnehmen. Aber das sind halt leider Sachen, die aktuell nicht zur Verfügung stehen, die ich nicht einsehen kann. Es kann auch sein, dass komplett andere Pakete irgendwie reinkommen, dass die Flask teurer geworden ist. Das sehe ich jetzt leider nicht. Ich hoffe, dass es nicht so ist und dass das Video halt wirklich ein guter Anhaltspunkt ist. Und daher sind das auf jeden Fall Must-Haves. Also die Flask, die bringt dir so guten Progress.
und hilft dir dabei, mehr XP zu gainen, bessere Drops zu bekommen. Du hast besseren PvE-Schaden und halt mehr Defense. Also overall super, super Value. Das zweite Item, was ich auf jeden Fall als Must-Have deklarieren würde, was super, super, super gut ist, ist das Beginners Package A. In das Beginner Package A schauen wir jetzt mal rein. Das kostet ungefähr 1012 F-Coins. Also wir haben hier den Flive Shop, da gehen wir einmal ein, Beginner Package A, hier kommt es schon, für 1012 F-Coin, Originalpreis 4048 und wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir auch schon, dass es hier ein paar coole Sachen gibt. Und zwar 5 Amplis nimmt man mit, sind 500 F-Coin, ist okay, also 100 F-Coin pro Ampli. Ist schon mal die Hälfte quasi des Preises eigentlich hier schon mal an Amplis drin. Aber was es so richtig, richtig interessant macht, meiner Meinung nach, ist einmal 30 Tage Pickup-Pad-Box. Ein Pickup-Pad kostet normalerweise auch 1000 F-Coin, um deine Items einzusammeln. Hier bei dem Beginner hast du eine 30-Tage-Version von einem CS-Pad. Du hast kein permanentes, nur eine 30-Tage-Version. Allerdings haben wir auf dem FWC natürlich wesentlich höhere Dropwert und eine wesentlich höhere Inflation. Das bedeutet, dass nach 30 Tagen nach dem Serverstart die Inflation sowieso schon so hoch ist, dass wir uns locker von unserem Penya dann alle 14 bzw. 15 Tage ein CS-Pad aus dem Cash Shop für Penya kaufen können. Denn wenn wir bei Limited Offer auf Penya Only gehen und ein bisschen runterscrollen, sehen wir hier eine Baby Gigglebox 15 Tage für 14 Millionen Penya. Dies wird wahrscheinlich auch auf dem FWC wieder zur Verfügung stehen und nach 30 Tagen, da können wir uns, das sind 1 Million Penya pro Tag, was uns quasi diese Baby Gigglebox kostet. Das ist auf jeden Fall verkraftbar und das ist günstiger als für 1k F-Coin einfach nur ein CS-Pad zu kaufen. Auch wenn es permanent ist, wer es aus Cosmetic-Sachen nehmen möchte, irgendein CS-Pad haben möchte, der soll das gerne tun. Aber um Value aus seinen 5600 F-Coin zu bekommen, der ist dann mit dem Beginner-Package und einer 30-Tage-Version eines CS-Pads erstmal sehr gut beraten. Und das war es noch nicht. Genauso haben wir auch noch eine 30-Tage-Flugbox-Variante. Das heißt, wir bekommen hier ein random CS-Board raus mit einer CS-Board-Geschwindigkeit. Das sind, glaube ich, 63 km/h oder sowas. Also das ist genauso schnell wie alle anderen CS-Boards, die auch 1k F-Coin kosten. Also anstatt ein Pad für 1k zu cashen und ein Board für 1k zu cashen, hat man hier für 1k ein CS-Board drin, ein CS-Pad drin, Amplis drin, ein extra Bag drin, Weiterdrink X drin und Power Scroll, die auch super OP sind, gerade zum Anfang auf dem FWC-Server, so bis unter Level 60 sind die super, super gut. Und beim Flugbox ist es genauso. Wenn du relativ gut bist und aktiv spielst, dann wäre es möglich, dass du in den ersten 30 Tagen eventuell ein CS-Board dann vielleicht von Red Meteonica droppen könntest oder kaufen könntest, was auch die CS-Geschwindigkeit hat. Das heißt, du bräuchtest halt kein CS-Board cashen und wärst so auf jeden Fall für die ersten 30 Tage mit einem CS-Pad, mit einem CS-Board und du wärst die ersten 30 Tage mit einem CS-Pad, mit einem CS-Board und viele andere nützlichen CS-Items ausgestattet. Für mich das Beginner Package A auf jeden Fall ein Must-Have. Mit der FWC Flask im normalen Preis für 30 Tage und dem Beginner Package A wären wir dann bei einer Gesamtsumme von 4812 F-Coin. Es wären also noch ungefähr 800 F-Coin übrig. Jetzt ist natürlich die Frage, je nachdem, was für FWC Server Lounge Specials noch irgendwie mit drin sind, könnte das natürlich schon höher gewesen sein, zum Beispiel mit dieser Giftbox of Strange, die könnte man auch eventuell holen. Ansonsten, wenn man dann von den 4812 F-Coin jetzt ausgeht, dann hat man natürlich noch 800 F-Coin Luft für etwas. Als noch ein super, super High-Value-Item würde ich den Starter-Pass sehen. Da können wir jetzt einmal nochmal reingucken, damit ihr selber seht, okay, ist das was für mich oder sehe ich mich da eher nicht so drin. Und zwar ist der Starter-Pass ähnlich zu spielen wie der Monatspass. Man hat verschiedene Missionen, die man erledigen kann und bekommt dementsprechend dann viele Rewards. Unter anderem ist dort auch ein CS-Pad dabei. Also würden wir Beginner Package A kaufen und das Starter-Pass, dann hätten wir schon für 60 Tage ein CS-Pad. Eine Ampli ist hier mit drin, das sind auch nochmal 100 F-Coin und auch ein paar Pillen, 10 Blinking of Material, 10 Potions, ein CS-Board ab Stufe 6 für 30 Tage.
Inklusive des Beginner Package A wären wir da also schon bei 60 Tagen mit einem CS-Pad oder CS-Board, ohne dass wir uns wirklich Sorgen machen brauchen. Bei gesamten Kosten von 1500 F-Coin plus noch viele weitere Goodies. Hier sind nochmal Amplis drin, noch mehr Scroller, also ein paar Scroll of Resurrection, die kosten auch insgesamt 500 F-Coin. Extra Bag 30 Tage, das sind 300 F-Coin. Power Scroll, 5 Stück sind 500 F-Coin. Stat Scrolls nochmal und Vital Drink X oder Refresher holt. Das einzige, ja, eher Negative ist hier, dass man jetzt sagt, okay, warum Beginner Package A ganz gut ist das Fliveboard 30 Tage auf Stufe 6, da kommst du nicht vor Level 20 hin. Also wir können hier einmal kurz durchstöbern. Reach Level 5 sind 50 Punkte, do First Job Change sind 50 Punkte, das ist also ein Level bis Level 15 und nach der Job Change. Increase Skill to Maximum Level, das können wir zwar ganz locker machen, das ist nochmal ein Level, also Level 2, Stufe 2 sind wir dann. Do Second Job Change schaffen wir vor Level 20 nicht. Join a Guild vor Level 20 auch schwierig, gerade am Release-Tag. Receive Buffs von Buff Peng, das können wir easy machen, das ist nochmal ein halbes Level. Und dann, ja, haben wir Handmonster, 1000 Stück, schwierig vor Level 20, Login 3 Tage, schwierig auch vor Level 20, außer man spielt sehr, sehr, sehr langsam und man lockt die ersten paar Tage nur ein, dann geht's. Hand Giant Violet Monster auch schwierig, noch mehr 3000 Monster, Clear Dungeon, Login 7 Tage, Upgrade Gear Accessories, Hunter Catcher Monster, Harvest Berries, Craft Pet Candy, Attempt Weapon Shield oder Suit Piercing, Attempt Elemental Upgrade, Join a Party, das geht noch. Da sind wir aber auch, glaube ich, erst jetzt bei Stufe 3 dann. Obtain PK-Chips, 100 Stück, schwierig vor Level 20, wahrscheinlich nicht möglich. Travel 20 Kilometers, ja, ohne Board auch schwierig. Spend 1 Million Penya. Defeat Aerial Monsters, perform 3 or more Combos using the Action Slot. Das sind nochmal 100 Punkte, das ist nochmal ein Level, das ist auf jeden Fall machbar als Vagrant. Und have a Set Effect activated. Also realistisch gesehen kann man Stufe 4 als Vagrant bis Level 20 schon noch schaffen. Aber ja, bis Level 6 ist vor Level 20 eher schwierig. Man könnte natürlich auch sagen, okay, man kann erstmal Penya-Boards benutzen. Wer darauf Lust hat, ist ein bisschen langsamer unterwegs, spart sich dann aber das Beginner Package A und man hat dann zum späteren Zeitpunkt sein Fliveboard. Wenn man sich jetzt für Beginner Package A Adventure Fortune Flask und den Starter Pass entscheidet, hat man dann noch einen Rest von ca. 300 F-Coin. Die könnte man beispielsweise einmal für einen Stat-Umhang seiner Wahl ausgeben, für seinen Main, und einmal Fancy Cupping Rings. Das ist einfach für das Couple-System Ringe. Damit hat man ein paar zusätzliche Storage-Slots und man kann sich zweimal teleportieren zu seinem Partner. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl, gerade für 100 F-Coins macht man da definitiv nichts falsch. Und das wäre es dann auch schon gewesen mit meinem Ratschlag, was man für 5600 F-Coins ausgeben könnte zum ersten Tag des FWCs oder je nachdem, wann du anfängst. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich für einen Daumen nach oben und ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüssikowski.